Wir schreiben das Jahr 1656. Du wirst von heftigem Schüttelfrost gequält. Dein Kopf pocht. Du bist zu schwach, um dich aufzusetzen und fühlst dich, als ob sich dir ranzige, hartgekochte Eier aus Hals und Achseln pressen. In deinem fiebrigen Zustand bemerkst du einen seltsamen, von Kopf bis Fuß verhüllten Mann mit schnabelartiger Maske, der sich dir nähert. Er untersucht dich und ohne sein Gesicht zu sehen, kennst du die Diagnose. Du hast die Pest. Die Pest gilt als eine der furchtbarsten und zerstörerischsten Krankheiten der Geschichte. Im 6., 14. und 19. Jahrhundert suchte sie in 3 Pandemien große Teile Afrikas und Eurasiens heim, tötete viele Millionen Menschen und hatte bestenfalls eine Überlebensrate von etwa 40%. Der europäische Pestdoktor mit Schnabelmaske und Zauberergewand ist eins der Bilder, das man heute am ehesten mit der Pest verbindet. Man findet es oft in Büchern und Filmen über die Pandemie des 14. Jahrhunderts, bekannt als Schwarzer Tod. Allerdings ist das etwa so realistisch, als beschäftigte man einen modernen Chirurgen am Hof Ludwigs XIV. In Versailles. Doch die Verwirrung ist verständlich, denn der Schwarze Tod kam in mehreren Wellen, darunter verheerende Ausbrüche in Westeuropa des 17. Jahrhunderts. Erst jetzt erschien die Kultfigur des Pestdoktors auf der Bildfläche. Seine Ausstattung, zuerst im frühen 17. Jahrhundert beschrieben, bestand aus einer Kapuze mit gläsernen Augenöffnungen und einem Schnabel voller scharf riechender Gewürze und Präparate. Dazu gehörten Zimt, Pfeffer, Terpentin, gerösteter Kupfer und zerstoßenes Vipernfleisch. Die Rezeptur stammte von Galen, einem berühmten griechisch-römischen Arzt aus dem 2. Jahrhundert, und sollte vergiftete Luft, Miasma genannt, abwehren. Man glaubte, diese schlechte Luft von Sümpfen und Fäulnisquellen wie abgestorbenen Pflanzen und Tierkadavern würde die Pest verbreiten. In früheren Jahrhunderten trugen die Ärzte in ganz Europa metallene Bisamäpfel mit ähnlichen Mischungen, und der Schnabel war wohl die Alternative, um die Hände frei zu haben. Die übrige Ausrüstung bestand aus einem geölten Ledergewand, Stiefeln und Handschuhen und diente als eine Art früher Schutzanzug, der vermutlich das Eindringen von Miasmen durch die Hautporen verhindern sollte. Das zeigt zwar ein Grundverständnis dafür, dass sich die Pest von Ort zu Ort ausbreitete. Doch die Ärzte konnten nicht wissen, dass in den meisten Fällen ein winziger Floh schuld war, der das Bakterium Yersinia pestis zwischen Menschen oder Tieren übertrug. Möglicherweise bot die Ausstattung des Pestdoktors unbewusst Schutz vor Flohbissen. Doch es gibt nicht genug Informationen, ob die kostümierten Doktoren besser geschützt waren als herkömmlich gekleidete Kollegen. Wenig überraschend hat diese bizarre Aufmachung die Fantasie der Menschen beflügelt, auch wenn sie im 17. und frühen 18. Jahrhundert nur an wenigen Orten in Italien und Frankreich gängig war. Selbst damals löste sie makabere Faszination aus und wurde manchmal benutzt, um unwirksame und korrupte Methoden gewisser Ärzte zu verspotten. Bis ins 20. Jahrhundert gab es keine wirksame Behandlung gegen die Pest. Doch die Ärzte, kostümiert oder nicht, versuchten es weiterhin. Sie zogen die Werke früherer Kollegen zu Rate, taten, was sie konnten, um Miasmen abzuwehren, und verschrieben diverse Arzneien und Gegenmittel. Sie stützten sich auch auf traditionelle Mittel. Dazu gehörte der Aderlass, bei dem, manchmal beunruhigend viel, Blut abgenommen wurde, um Gift zu entfernen oder das körperliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Oder das Schröpfen, bei dem man den Rand eines erhitzten Glases auf geschwollene Lymphknoten setzte, um sie schneller zum Platzen zu bringen. Ein Zeichen, dass der Pestpatient auf dem Weg der Besserung war. Oder vielleicht am qualvollsten die Kauterisation, bei der die Lymphknoten mit einem glühenden Schürhaken aufgestochen wurden, um den schwarzen Eiter zu entfernen. Seitdem hat sich viel geändert. Dank der modernen Medizin erkennen wir schnell bakterielle und virale Gefahren und können sie wirksam bekämpfen. Wir haben auch Zugang zu Technologien wie Testkits, Impfstoffen oder Masken gegen die Verbreitung von Atemwegsviren. Und damit sie sicher und wirksam sind, führen wir solide Studien durch. Doch einiges ändert sich nicht. Wir brauchen nach wie vor den Mut und das Mitgefühl medizinischer Fachkräfte,
die freiwillig ihr Leben gegenüber einer Bedrohung riskieren und denen Beistand geben, die ihn am meisten brauchen. TED-Ed hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen kostenlos hochwertige Bildungsinhalte in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Hilf mit, unsere gemeinnützige Mission zu unterstützen, indem du auf unserem Patreon spendest und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.